Bei einem Besuch in der Eisenbibliothek erzählt der Wirtschaftshistoriker Adrian Knöpfli von den wichtigsten Krisen im 20. Jahrhundert. In der ersten Folge geht es um eine Krise der Maschinenindustrie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die für die Weltwirtschaft nicht von großer Bedeutung war. Für GF aber hatte sie den einschneidenden Wechsel vom Familienunternehmen zur börsenkotierten Aktiengesellschaft zur Folge. Nach 100 Jahren hat Georg Fischer eine einschneidende Krise mit einschneidenden Konsequenzen erlebt. Die Krise war nicht besonders lang, aber einschneidend. Es war vor allem die deutsche Maschinen- und Metallindustrie betroffen mit einem Einbruch ab 1901. Das hat GF massiv getroffen, mit dem Stahlguss vor allem auch. Und es hatte insofern einschneidende Konsequenzen, als die Krise zum Ausscheiden der Familie aus dem Unternehmen geführt hat. Der Hintergrund war, dass die Banken im Unterschied zum 19. Jahrhundert in dieser Krise ein neues Verhalten an den Tag legten. Sie haben sich nämlich nicht mehr aus einem Unternehmen zurückgezogen, sondern interveniert und wie bei Georg Fischer auch, sind in den Verwaltungsrat eingezogen. Das hat sich dann ja durch das ganze 20. Jahrhundert gehalten, eigentlich bis in die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, dass die Großbanken immer bei allen großen Industrieunternehmen im Verwaltungsrat saßen. Es hat Konsequenzen gehabt, als mit Ernst Homberger ein angestellter Manager an der Spitze des Unternehmens stand und nicht mehr ein Familienmitglied, das ein wenig Probleme bekommen hat, zu begreifen, dass mit einer Aktiengesellschaft der frühere Familienbesitzer nicht mehr einfach schalten und walten kann, wie er will. Und es hat auch positive Folgen gehabt, als man begonnen hat mit Gestehungskostenrechnungen, als man hat eigentlich die Investitionsentscheide stärker abgestützt durch neue Maßnahmen, die dieser neue Manager auch unterstützt von den Banken mitgebracht hat. Er hat eine neue Verkaufsorganisation für die Fittings aufgezogen, hat auch neue Produkte, dann 1906 mit den Rädern eingeführt und insofern war wahrscheinlich das Ausscheiden von Georg Fischer III nicht zu vermeiden, weil er irgendwie einfach die Führung eines so gewachsenen Unternehmens nicht mehr nach den notwendigen Grundsätzen vorgenommen hat. Auf der innovativen Seite war Georg Fischer ein guter Unternehmer, aber er hat auf der finanziellen, auf der kommerziellen Seite einfach quasi wie viele Tüftler und Erfinder halt versagt. Familienfirmen haben ja darum im 19. Jahrhundert häufig, den einen Sohn haben sie an eine technische Hochschule geschickt und den anderen haben sie als Kaufmann ausbilden lassen, damit beide Beine abgedeckt waren. Und bei Georg Fischer hat das nicht funktioniert. Also man hat natürlich Kaufleute gehabt, aber Georg Fischer III war auch offensichtlich etwas eigenwillig und wollte sich nicht dreinreden lassen, obwohl er das fremde Kapital gebraucht hat für die Expansion.